Hallo Leute, da sind wir wieder bei Warhammer40K, RogueTrader. So, das letzte Mal haben wir ja neu angefangen. Sind wir ja mit den Servitoren da angegriffen worden und jetzt sollen wir ja weitergehen. Wir sollen ja mal unser Theodora von Valantius finden. Hier gibt es wahrscheinlich nichts. Okay, da können wir nicht weitergehen. So wie es ausschaut. Da. Oh, da können wir schon rübergehen. Okay. Ah, okay. Ah, da. Endlich. That is simply irrational, Lady Theodora. Assimilation into the trade structure would be political and economic suicide. Practically an admission of heresy. Edelrat, das ist schlichtweg irrational, Lady Theodora, sagt der Mann in einer merkwürdigen Laune mit angespannter Stimme. Sein zur Hälfte mit Sündhaut bedecktes Gesicht ist zu einer Grimasse aus Missbilligung und Ungläubigkeit verzerrt. Die Assimilation in der Handelsstruktur wäre politisch und ökonomisch selbst praktisch eine Aufforderung zur Ketzerei. Then suggest an alternative that will satisfy me. I have described the situation. No worse than my seneschal could have done. Make a decision. What will you do with Ion 6, Edelthrad? Eine große grauhaarige Frau fixiert ihn mit dem Blick, ihr gevenetisches Auge flackert rot. Dann schlagt eine Alternative vor, die mich zufriedenstellt. Ich habe die Situation dargelegt, nicht schlechter als mein Tuches es getan hätte. Trefft eine Entscheidung. Was soll mit Ion 6 geschehen, Edelthrad? Den Raum überblicken. Ich bin hier, um den Lord Captain zu sprechen. Schweigen zu hören. Ich sage mal den Raum überblicken. Dein erster Eindruck von Edel, der etwa 30 Jahre alt sein dürfte, ist ein gut geschnürtes Bündel aus Sehnen, Implantaten und Knochen, eingewickelt in pergamentähnlicher Haut. Seine Finger zucken nervös, er hat leicht Krämpfe im Gesicht und seine Bewegungen sind aufgehört. Alle Symptome einer Krankheit oder eines Defekts, der seinen Körper beherrscht. Theodora von Valantius erscheinen kontraststark mit der von Edelhalt und wirkt wie aus Marmor gemeißelt, für die Ewigkeit und unzerstörbar. Mit erhobenem Kopf, stolzer Haltung, die Hände entspannt hinter den Rücken verstrengt. Alles zeigt den Statusunterschied zwischen ihr und Edelhalt. Fortfahren. Hinter den beiden siehst du zwei weitere, einen grauhaarigen Offizier in tadelloser Haltung, der mit seinen Datenblock beschäftigt ist, und einen enormen Koloss mit zahlreichen Holstern und Bandoliers, die rammvoll mit Waffen sind. Ja, das ist er hier. Our second candidate has joined us. Approach and give me your answer. So, Theodora, unser zweiter Kandidat ist zu uns gestanden. Die nüchterne weibliche Stimme und das überwältigende Gefühl, beachtet zu werden, zwingt dich, Theodora anzusehen. Die Freihändlerin blickt dich direkt an und auch das hat etwas Raubtierhaftes und unterdrückend. Entschuldigung, tretet nieder und gebt mir eure Antwort. Consider this hypothetical situation. Ion 6. A new world on the fringes of the Coronis expanse. High seismic activity. Regular magma eruptions, metamorphic rock deposits, prospects for large-scale mining. The world is populated by natives who worship some heretical underworld spirits that protect those who offer them sacrifices. Flights of fancy, you might say, but attempts to install ore extractors have failed for the second time. The mining crews sent to the planet's surface simply vanished overnight. My question to you is, what would you do with this poisoned treasure? So, Theodora betrachtet das als hypothetische Situation. Ion 6, eine neue Welt am Randgebiet der Kronos aus dem starke chemische Aktivitäten, regelmäßige Magma-Ausbrüche mit morphonische Felsvorkommen, Aussicht auf Bergbau in großem Stil. Bewohnt wird die Welt von Einheimischen, die irgendwelche ketzerische
Unterweltgeister anbeten, die alle beschützen, die ihnen Opfer bringen. Hier Gespinst ist, sagt ihr jetzt vielleicht, aber schon zweimal ist der Versuch gescheitert, Extraktoren zu installieren. Die zur Planetenoberfläche geschickten Bergwaffen sind über Nacht einfach verschwunden. Meine Frage an euch lautet, was würdet ihr mit diesem vergifteten Schatz anfangen? Wie du gesehen hast, die Geister könnten durchaus den Namen der Einmischung für Gewinne anschauen. Ich würde zunächst überprüfen, ob das nicht der Fall ist und die Bevölkerung von Anion Xenos anbeten. Es gibt Methoden, um zu bestätigen, ob auf eine Hexerei betrieben wird oder nicht. Es könnte uns einige persönlicher kosten, aber wir wüssten danach die Antwort dessen im März. Thorough, but presumptuous. It took me a great deal to find one psyker who could serve me well for many years. Yet you speak of several. Der verzieht das Gesicht gründlich, aber überheblich. Es war sehr mühsam, auch nur einen Psyniker zu finden, der mir über mehrere Jahre gut zu Diensten ist. Und ihr sprecht gleich von mehreren. Naja. Sanctioned psychers are rare and valuable instruments of the Golden Throne. Or do you suggest that we use heretics, who are an offense to the God Emperor's light? It would be rather careless of you to utter such profanity in the presence of his faithful servants. Edler sieht sich mit einem kalten Schlangenblick an. Sanktionierte Psyniker sind selten und wertvolle Instrumente des Goldenen Throns. Oder wollt ihr etwa vorschlagen, dass wir Ketzer einsetzen, die eine Beleidigung des Lichts des Kontinents darstellen? Das wäre sehr unvernünftig von uns, in der Anwesenheit seiner treuen Diener dergleichen zu äußern. Ich habe eine klare Frage, glaube ich, und soweit ich verstanden habe, hat ihr dazu nicht in Lage. Wir sind beide Diener des Gottes und leider geziemt es sich für jeden unserer Status sinnloses Gefühl aufrechnet. Euer Ton gefällt mir ganz und gar nicht. Ihr werdet so gut sein und mich angemessen ansprechen, sonst müsst ihr heute die Mundlöhne, sonst schließe ich ihn für euch. Ich habe eine klare Frage. Ignorant upstart. How dare you? Also Edler hat Gesicht, die Farbe, was die Züge noch mehr verzerrt. Unverschämte, ignorante Emporkömmlich. Wie könnt ihr es wagen? Edelthrad, I believe I gave you an assignment on this ship. Explain to me then why my senior congregator is still dawdling about the officers' deck, instead of proceeding to the middle decks to commence the inspection of the compartments in his purview. Theodora, Edlard. Theodoras Tonfall lässt ihn schweigen. Ich glaube, ich habe euch eine Aufgabe auf diesem Schiff gebeten. Erklärt mir bitte, warum mein leitender Konjugate immer noch auf den Offiziersdeck herumtrödelt, anstatt auf dem mittleren Deck mit der Inspektion der ihm zugewiesenen Abteile zu beginnen. I beg your forgiveness, Lady Theodora. Your presence has such a profound effect on me that I well forgot the time. Edeltrat, ich bitte um Vergebung, Lady. Euer Präsent hatte eine so nachhaltige auf mich, dass ich die ganze Zeit vergessen habe. Edler verbeugt dich feierlich und geht, ohne dich ein weiteres Blickes zu würdigen. Ich bin ja gespannt, ob man das sieht. So, why are you here? Der Blick folgt ihm, als er geht, dann wendet sie sich dir zu. Nun zu euch, Turiken. Warum seid ihr hier? Habt nicht ihr nach mir geschickt? Es gibt eine, auf die ich gerne antworten. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass mir das erläutert. Habt nicht ihr noch mehr geschickt? You have seeded the opening that was offered to you in a woeful display of meekness. Admittedly, this tendency is equally strong in all who toil in the Emperor's service. Immutable hierarchy, absolute obedience, lickspittlery, compulsion to please. I value none of these things. From the moment my envoys came for you, the terms of your existence changed. Der Verzichtspöttisch, ihr habt die euch angewöhnlich mit einer erbärmlichen Unfrucht und Demut ausgeschlagen. Diese Neigung ist zugegeben bei allen Dienern des Imperatorstaates ausgeführt. Unveränderliche Hierarchie, absoluter Gehorsam, Speichelleckerei, der Wille zu gefallen. Das alles ist mir nicht wichtig. In dem Moment, als meine Gesandten euch ändert sich die Bedingungen eurer Existenz. Okay. My name is Theodora von Valancius Massimo of Scaris. I am a rogue trader in the service of the God Emperor of humanity.
and my rights and freedoms are vindicated by a most sacred relic. The warrant of trade, kept aboard this very vessel. Mine is the honor to venture into the darkness, beyond the Imperium, and carry humanity's light where powers wicked and heretical reign, and bow death and ruin to us all. Mein Name ist Theodria von Valantius Massiv aus Scarus. Ich bin eine Freihändlerin im Dienst des Gottimperators der Menschheit. Meine Rechte und Freiheiten werden gewährt von einem überaus heiligen Relikt, dem Handelsbrief, der an Bord dieses Schiffes aufbereitet wird. Ich habe die Ehre, in die Dunkelheit jenseits des Imperiums vorzustoßen und das Licht der Menschen an Orte zu tragen, wo böse ketzerische Mächte herrschen und uns alle mit Tod und Verderben bedrohen. Schön. It is my decision alone to determine the fate of whatever I find past the bounds of the explored void. Every world I discover, along with all there is to find thereon. Resources, people, riches, and mysteries, is mine by right. I command millions of lives, rule over numerous planets, and possess fortunes that no planetary governor or commander could dream of amassing. And you are one of those with von Valancius blood in their veins and a rightful claim to this inheritance when the hour comes. Es überliegt allein meiner Entscheidung, welche Schicksal jene widerfährt, die ich jenseits der erforschten Lehre treffe. Jede Welt, die ich entdeckte, zusammen mit allem, was sich darauf, Ressourcen, Personen, Reichtümer und Geheimnisse kehren, vom Rechts wegen mir. Ich herrsche über Millionen von Leben, zahlreiche Planeten und besitze Reichtümer, von denen kein Planet Tarragon von Neo oder Commander auch nur träumen könnte. Und ihr, Turrican, führt wie einige andere das Blut deren von Valancius in euren Venen und habt damit ein rechtmäßiges Anrecht auf dieses Erbe, wenn die Stunde naht. Wie einige andere. Soll das heißen, es gibt noch weitere Erben? Naturally. Some have yet to arrive on board, but you have had the pleasure of meeting one of them. Ethelthred may be somewhat disconcerted by the scale of the responsibilities that may potentially fall upon his shoulders. However, I have a good feeling about him as a candidate. Natürlich, einige sind noch nicht eingetroffen, aber ihr hattet bereits das Vergnügen, einen von ihnen kennenzulernen. Edelhard mag vom Ausmaß der Verantwortung, die potenziell auf seine Schulter lasten wird, ein wenig beunruhigt sein. Aber ich habe dennoch ein gutes Gefühl, was ihn als Kandidat betrifft. Bloodright alone is not enough to earn the high honor of becoming the bearer of a warrant of trade. Nonetheless, your abilities and talents may yet prove useful. If not for the role of Lord Captain, then for that of their closest ally. Alas, even those responsibilities can at times be too challenging for those who share your blood. Kunrad Voitvir served me for many years before he made his mistake. Das Blutrecht allein reicht für die Ehre nicht aus, den Handelsbrief zu tragen. Dennoch können sich eure Fähigkeiten als nützlich entpuppen und wenn nicht als Lord Captain, dann als dessen engster Vertrauter, der seufzt und blickt kurz nach rechts zur Seite. Leider kann diese Verantwortung machen selbst für jene zu viel sein, die euer Blut teilen. Konrad Vonne hat mir viele Jahre gedient, bevor er einen Fehler ging. Habe ich richtig verstanden, der Meister des Geflüchtes verwandt? His kinship to me is most distant, as is yours. Nonetheless, he does bear the name von Valancius, even if he avoids using it publicly and, as such, strictly speaking, can be considered my heir. That door, however, is closed to him. Voitvir's performance in his current role is satisfactory. Or it used to be, at least. Nur sehr entfernt, genau wie ihr. Dennoch trägt er den Namen von Valanza, auch wenn er ihn offiziell nicht führt und ist damit genau betrachtet ein möglicher Erbe. Diese Tür ist ihm allerdings verschlossen. Volkis Leistung in seiner aktuellen Rolle ist zufriedenstellend und zumindest war sie es. Dann, ich bin bereit, diese herrliche Aufgabe zu übernehmen. Oh yes, you would be, wouldn't you? The question is, am I ready to choose you over the rest? You came aboard hours before the warp jump, and have not yet distinguished yourself in any way. As things currently stand, I have doubts that you are suitable for the role of RogueTrader.
Ach, tatsächlich seid ihr das. Die Frage lautet aber, ob ich bereit bin, euch den anderen vorzuziehen. Ihr kommt erst wenig Stunden vor dem Warpsprung an Bord und habt euch noch in keiner Weise hervorgetan. Nach aktuellem Stand habe ich so meine Zweifel, ob ihr als Freihändler geeignet wird. Danke, dass dir das klargestellt hat. Darf ich jetzt meine Fragen stellen? I have some time before the navigator gives the signal to initiate the void ship's translation out of the warp, and my presence is required on the bridge. Das an Theodor befestigte Wachs erwacht plötzlich zum Leben und du hörst nur Umfällen. Theodor verzieht das Gesicht, schaltet die Übergang und nickt. Ich habe noch etwas Zeit, bis der Navigator das Zeichen gibt, den Übertritt des Raumschiffs aus dem Warp einzuleiten und meine Anwesenheit auf der Brücke erforderlich. Aber der Übertritt war versprechen, das gab es eine Zwischen einiges. Dann haben die Crew attraktiert. Auf den Affiliate. Tatsächlich, vielleicht waren die Technik manchmal erwartet oder der Warp hat uns trotz des Gilefes eine Strecke vielleicht Besessenheit des Schiffs war. Lady Theodora, for the God Emperor's sake, surely you do not intend to start repeating idle rumors spread about by uneducated riffraff. Der Grauhaarige wirft der Freihändlerin vor sich einen missbilligen Blick zu. Lady Theodora, bei Gott, ihr wollt doch nicht die haltlosen Gerüchte wiederholen, die ungebülltes Gesingel verbreiten. Enough, Abelard. Such hearsay amuses me. Idira eagerly retells me everything she learns from the whispers of her unseen advisors. This ship is thousands of years old. It has enough hidden nooks, malfunctioning cogitators, and unused compartments to make ignorant folks speak of specters dwelling inside the bulkheads and plotting against those who yet live. Das reicht Alberan. Dererlei Hörensagen amüsiert mich. Idira erzählt mir einfach alles, was sie dem Flüstern ihrer ungesehenen Berater entnimmt. Sie wendet sich dir. Dieses Schiff ist Jahrtausende alt. Es gibt hier genügend versteckte Ecken, defekte Konfiguratoren, ich glaube, die sind PCs, und unbenutzte Abteile, die Unwissenheit über Geister in den Schatten fantasien lassen, die Pläne gegen die Lebenden schmieden. Wohin ist euer Schiff unterwegs? The domain of RogueTrader Winterscale, one of my peers and rivals. Besides me, 2 other rogue traders exist in the Coronis Expanse, and each of them possesses resources comparable to mine. Perhaps you will one day assist House von Valancius in surpassing both of them in affluence and splendor. Zum Reich kannst du sehen, den Reich vom Freihändler Winterzunder, einer meiner Kollegen und Rivalen. Neben mir gibt es in der Kronos außerdem nur 3 Freihändler und alle verfügen über Ressourcen, die mit denen meiner vergleichbar sind. Vielleicht werdet ihr eines Tages dem Haus von Valancius behilflich sein, beide an Wohlstand und Pracht zu übertrumpfen. I set the course for Rykard on the demand for a very specific reason. Perhaps I shall yet apprise you of the purpose for this voyage, but now is not the time. Ich habe Kurs auf Freitag auf Veranlassung von der einigerweise, sie wirft ihr den ernsten Blick zu und zuckt dann den Schulter. Es hat einen spezifischen Grund. Vielleicht weihe ich euch noch in diesen Grund dieser Reise ein, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Genau. Hochgeschätzter Lord Captain, es gibt sicher welche mich als würdigen Erben beweisen. I have no need for sycophants. I will draw my conclusions when an opportunity to prove yourself arises. As for when you will be granted that opportunity, only the God Emperor knows. Beginnt damit, mir keine solcher Fragen zu sein. Ich habe keinen Respekt vor Speicherlecker. Ich werde meine Schlüsse ziehen, wenn ich eine Gelegenheit um euch zu beweisen. Wann ihr die Gelegenheit erhaltet werdet, weiß nur der Wie lauten meine Augen. Observe, learn, absorb. It will take time for you to find your bearings aboard this vessel and in your new position. Eventually, I will find a post that suits you as I did for Ethelthrad. Until that time comes, consider yourself my aid. Beobachten, lernen, aufnehmen. Ihr werdet Zeit brauchen, um euch an Bord dieser Chefin in eurer neuen Position zurechtfinden. Irgendwann habe ich dann einen passenden Posten für euch, genau wie für Edelhard. Bis dahin solltet ihr euch als meinen Assistenten beachten. Navigator überdrücken, sprecht ihr.
Sometimes I forget that people without direct access to a ship's bridge may not know the first thing about how a void ship travels between the stars. Der schüttelt ihn. Manchmal vergesse ich, dass Personen ohne Zugang zu der Schiffswelt oft keine Ahnung haben, wie ein Raumschiff von Stern zu Stern gelangt. Vessels such as this one are capable of leaving real space and traversing into the warp, an otherworldly dimension of cruel and unthinkable forces. By entering it under the protection of the Geller field, we shorten the route to our destination, crossing distances that would require hundreds of years in a matter of weeks instead. Sometimes in days or even hours. That is how humanity spread across the galaxy. That is how we were able to build the Imperium, which spans millions of stars. Schiffe wie diese sind in der Lage, den Realraum zu verlassen und in den Warp überzutreten. Eine außerweltliche Dimension voller grausamer, unvorstellbarer Kräfte. Unter den Schutz des Gellerfelds verkürzen wir dadurch die Route zu unserem Ziel und durchmessen Distanzen, die sonst Jahrhunderte erfordern würden, in wenigen Wochen, manchmal auch Tagen oder sogar Stunden. So hat die Menschheit in der Galaxie ausbereitet, so konnten wir das Imperium aufbauen, das Millionen von Sternen umfasst. Okay, ja, keine weiteren Fragen. Disturbances reported on the adjacent decks. Seneschal, if the need arises, protect the new blood. It is possible that the chance to prove your worth may present itself sooner than you may have anticipated. In dem Fall begebe ich mich, der Fox meldet sich erneut, diesmal hörst du Schreie, der Lockkapitän erstarrt, hört sich die Vox-Übertragung an, nickt dann und greift zur Wache. Unten auf den angrenzenden Decks, Tuches, ihr schützt den Befehl, Bedarfsfall das neue Blut zieht dich an. Möglicherweise ergibt sich die Chance, euch zu beweisen, deutlich früher als ihr gedacht habt. Dialog beenden. Okay. Annihilate them! All of you will bleed! So, sind wir überwältigt worden, hä? Ja, okay, dann machen wir einen Kampf. Look out. My place is at the fore. Jawohl. Reduced to dust. Jawohl. I took care of this one. Weapon at the ready. For the glory of the Imperium. Okay, was hat noch der für Waffen? Okay, der ist drauf geworden. Hey, der hat Deckung. Naja, dann gehen wir halt in. Jetzt weiß ich, wenn ich da in Deckung gehe. Kann ich ihn mal angreifen. Jawohl. Sehr gut. Haben gleich erschossen. Jetzt hätte ich so Halsabschneider, okay. Okay. Oh ja, Plasmawaffe. Okay, der ist gespalten worden. Leck. Für mich das auch Waffe. So, dann rennen wir mal davor. Vielleicht können wir den dann auch gleich nochmal da schießen. Jawohl. Sehr gut. Mort, take a team with you and clear a path to the transport line. Do not let a single whoreson survive. Der wirkt mit einer befehlenden Geste. Mord. Nehmt euch ein Team und macht einen Weg zur Transportlinie frei. Lasst keinen einzigen Hurensohn am Leben. Didn't bat an eye when that scum burst onto the deck, huh? Not bad.
I have seen many an officer who panicked at the sight of combat on the upper decks. The false sense of security offered by their position makes them that much more vulnerable to the harsh realities of warp travel. Die Freihändlerin windet inneren Blick zu dir zu. Nicht mit der Wimper gezuckt, dass der Aufstand nur aufs Deck gestimmt ist. Kaum. Nicht schlecht. Ich habe schon viele Offiziere gesehen, die angesichts eines Kampfes auf den oberen Decks in Panik geraten sind. Das falsche Gefühl für Sicherheit, das mit ihrer Position verbunden ist, macht sie Anfälle für die harte Realität der Warp-Transition. Sie blickt auf das Wachs in ihrer Hand. Du hörst nichts als lebloses Sagen. Was geht hier vor? From what we have seen, I can speculate that we are dealing with some variety of madness induced by warp travel. Such episodes are not uncommon among voidsmen who have found themselves outside the boundaries of real space, though such episodes seldom spill onto other decks. Aus dem, was wir gesehen haben, würde ich spekulieren, dass wir es mit einer Art von Wahnsinn zu tun haben, der durch die Warp-Reisen ausgesendet. Der Truss ist erstaunlich ruhig für jemanden, der gerade eine Überraschungsangriff erlebt. Derlei Episoden sind nichts Ungewöhnliches für Raumfahrer, die sich außerhalb der Grenzen des Realraums bewegen. Allerdings greifen solche Episoden sollten auf andere Decks über. Oh, the casters are not working, or have been sabotaged. Either the warp is toying with us, or someone went to great lengths to cut the ship's communications. I will need a direct channel to the engine seer prime before I can get a sense of what we are up against. Whatever it may be, keep your weapons at the ready. I imagine it will be some time before we no longer need them. Der blickt einige Mal auf das Wachs, die Transmitter funktionieren nicht, oder sie wurden sabotiert. Entweder spielt der Warp mit uns, oder jemand hat sich große Mühe gegeben, die Kommunikation des Schiffes zu stören. Ich brauche einen direkten Kanal zum Maschinenseher Primus, bevor ich ein Gefühl dafür entwickle, womit wir es zu tun haben. Was es auch sein mag, haltet eure Waffen bereit. Es wird bestimmt eine Weile dauern, bis wir sie nicht mehr brauchen. Der Vormann mit einem Offiziersdeck. Quite likely. We will investigate at a later time. Right now, we need to isolate the affected compartments and try to assess the situation. Möglich, ziemlich wahrscheinlich. Der verzieht das Gesicht, betätigt einmal den Schalter. Wir werden das zu einer Art untersuchen. Jetzt müssen wir die betroffenen Abteile isolieren und versuchen, die Lage einzuschätzen. Wie kann es Bewaffnete in den Reihen der Crew geben, die es wagen, den Lokköpfen anzugreifen? Trust me, this is hardly surprising for a crew of thousands. The lower decks are a fertile environment for discontent and heresy. No matter how one tries to incinerate any seed before it can take root. All it takes is a hint of warp influence to cloud the minds of normally obedient cattle. Glaubt mir, Tulligan, das ist bei einer Crew von Tausenden keine Überraschung. Die unteren Decks sind ein Nährboden für Unzufriedenheit und Ketzerei, ganz gleich wie sehr man versucht, die Anfänger einzuholen, bevor sie Wurzel schlagen. Es bedarf nur eines witziges Farbeinfluss, um den Verstand ansonsten gehorsam fest zu vernebeln. Sporadic riots on the lower decks never reach these compartments. No, the tumults of the rabble are always contained within their own territory. This is too well organized. It is spreading too rapidly. Sporadische Unterruhen auf den unteren Decks erreichten niemals diese Abteile. Theodors Wut lässt den Druck leicht in sich zusammensinken. Nein, Tumulte im Pöbel wird immer innerhalb seines eigenen Territoriums eingedämmt. Das hier ist zu gut organisiert, es breitet sich zu schnell aus. Wie lauten eure Befehle? Mort has gone on ahead to clear a path for us. If you want to make yourself useful, go after him and see if the Arch-Militant requires aid. And be quick about it. Sie unterbricht den Augenblick mit dir, Mord ist vorausgegangen und macht uns den Weg frei. Falls ihr euch nützlich machen wollt, folgt ihm und seht nach, ob der Erzmilitant unterstützt und beeilt euch. So. Okay, da können wir also nichts machen. Da können wir eine plündern. None shall stand in my way. Okay, der schießen da. Na Leute, dann würde ich sagen, dann haben wir es wieder für diese Folge. Und wir sehen sie dann in der nächsten. Also dann, ciao, servus, bitte.